zuerst die Revision. Da haben wir natürlich hier das Revisionsset, womit wir anfangen. Das sind die Materialien dafür. Ein Ausgangsrelais, ein Schmiermittelset, die neuen Silikonriemen, ein Werkzeug für die Riemen. Das ist ein Kondensatorset. Da haben wir wie im Original vorgesehen hier solche Hauptkondensatoren für den analogen Bereich mit 3 Pinnen. Diese 3 Pinne, die sollen das mechanisch stabile auf der Platine halten, dass der Kondensator also hier weniger schwingt und durch seine Kondensatormikrofonie hier Störungen aufnehmen kann. Deshalb, wie gesagt, hier da die mit den 3 Pinnen. Ja, ansonsten hier auch die Kondensatoren, die alle komplett getauscht werden. Dann haben wir hier einmal ein Upgrade-Set. Das brauchen wir heute nicht, weil wir den USB-Eingang einbauen. So, dann schauen wir uns das mal an, was wir hier haben. Das ist zuerst einmal der Metronomsockel, wo also der TDA 1541 dann hinterher drauf gesteckt wird. Danach kommen dann die Operationsverstärker. Das sind hier in diesem Fall, die nennen sich Single OPV. Es gibt also doppelte und einfache. Doppelte heißt, da sind 2 Verstärkungsstufen. Das ist hier aber getrennt. Hier haben wir also ausschließlich Single. Und danach kommen bipolare Elektrolytkondensatoren. Da läuft also das Ausgangssignal durch zu den Cinch-Buchsen. Diese 3 Dinge, die sind aufeinander abgestimmt. Die bitte nicht auseinandernehmen. Wir verkaufen diese Dinge ja auch einzeln. Und da sieht man es des Öfteren, dass da also Teile ausgetauscht werden. Insbesondere hier, da werden dann Folienkondensatoren eingesetzt. Bitte nicht. Wie gesagt, die Dinge sind aufeinander abgestimmt. Ein Folienkondensator hat im Hochtonbereich eine ganz andere Frequenzeigenschaft als jetzt hier diese Elektrolytkondensatoren, die hier mit einer speziellen Spannung im Prinzip vorerregt werden. Deshalb bitte das so lassen in dieser Form. Das gehört so zusammen. So, das ist das Revisions- und das Upgrade-Set. Achso, zu den Operationsverstärkern. Vielleicht noch eine interessante Sache. Da hatte ich in dieser Woche eine interessante Kommunikation mit einem Trapezkünstler. Und zwar, der hatte gesagt, da will er jetzt eine diskrete Ausgangsstufe aus China reinbauen, weil er hätte das getestet mit dem 825, AD825 und das wäre ja besser. Und da habe ich dann gefragt, ob ich das denn mal sehen könnte. Und dann zeigt er mir ein Foto, wo also ein AD825 in DIP-Bauweise, das ist diese Bauweise, das hier ist eine Zeug-Bauweise, wo also ein AD825 in einer DIP-Bauweise präsentiert. Das ist natürlich sehr interessant, weil dieser Operationsverstärker wurde vom Hersteller nie in diesem Gehäuse gebaut. Also AliExpress macht es möglich. Wir bestellen also Operationsverstärker ausschließlich beim Hersteller und bauen die dann so, wie wir die benötigen, mit diesen Teilen hier zusammen, dass es also anschließend so aussieht. Das ist jetzt ein Doppel-OPV. Da sind also 2. Und da haben wir uns schon was bei gedacht. Und da kommen dann diese Mikropinne, die kommen da rein und dann wird das fest eingelötet. Hier auch bitte keine Sockel verwenden, wie man das oft sieht. So, dann, wenn das eingebaut ist, kommt dann danach der USB-Eingang. Da haben wir den Kabelsalat, das zeige ich dann später einmal, wenn es eingebaut ist.
Das ist jetzt das USB-Set für den TDA 1541A. Und speziell für den CD94 haben wir hier nochmal eine extra Abschlussblende. Das zeige ich dann später, wenn es eingebaut ist. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und entmantele den CD94 und beginne mit der Revision. Und da ist alles schon eingebaut. Ja, die Gummiriemen hier, dann, naja, die ganzen Elektrolytkondensatoren, das sind hier die großen Hauptkondensatoren. Im Netzteil haben wir die Gleichrichterdioden ausgetauscht gegen Schottky-Dioden. Die sind da also vorteilhafter. Der USB-Eingang, der ist auch schon eingebaut, der sitzt jetzt hier vorne. Und sieht man das? Da ist jetzt der Metronomsockel, wo jetzt der TDA 1541A drauf sitzt. Hier ist original in diesem Gerät ist nur der TDA 1541 ohne A. Das ist die Vorgängerversion eingebaut. Deshalb wird der hier ausgetauscht in eine A-Version. Dann sieht man oft, dass diese Kondensatoren hier, diese Koppelkondensatoren vom Shift-Register, da wird oft dran rumgebastelt, sieht man im Internet. Hier geht es nicht um die Kapazität von dem Kondensator an dieser Stelle, sondern da geht es um den Innenwiderstand. Also bitte da nichts ändern. Ja, dann die Rückseite. So, ich hole mal die Blende. Ne, wo ist sie denn? So, hier haben wir jetzt also mit dieser neuen Blende, haben wir hier also einen schönen, sauberen Abschluss für das USB. Und hier ist auch an der Rückseite, hier sieht man auch, da ist ein Empfänger für das Infrarotsignal vorhanden. Damit kann ich dann mit der Fernbedienung, mit der originalen oder mit irgendeine, die kompatibel ist, mit diesem Philips RC5 Standard ist das, kann ich dann einfach die Quelle umschalten zwischen USB-Eingang oder eben CD-Wiedergabe. Wenn ich das Gerät das erste Mal einschalte, dann ist natürlich die CD-Wiedergabe. Jetzt muss ich im Prinzip nur noch diese Acrylseitenteile anfertigen. CNC. CNC. So, der Marantz CD94, der ist jetzt auch wieder zusammengebaut. Der ist fertig, technisch komplett überholt, wie im Neuzustand oder besser als Neuzustand. Da wir jetzt das Upgrade Metronom und auch den USB-Eingang ja da reingebaut haben. Der ist also soweit fertig, dass man den jetzt einfach anschließen kann. Have you seen what I seen? Ein Streaming. Beziehungsweise ein Smartphone. Jedes aktuelle Smartphone kann heute über ein USB-Kabel die digitalen Daten asynchron in einen DAC senden. Es kann natürlich auch ein Laptop oder ein Computer oder ein Notebook, wie heißen diese kleinen Dinger noch, iPad. Und damit kann ich jetzt ganz normal meine Musik abspielen oder das gewünschte Programm aufrufen oder den gewünschten Streaming-Dienst aufrufen und dann die Musik asynchron digital in den DAC senden. Dann schließe ich das einfach mal an. Ich habe jetzt hier eine 3 Meter lange Strippe. Das reicht also bis zum Sofa. Kann man natürlich auch eine beliebige Länge wählen. Dann lege ich einfach mal eine CD ein.
The Cult. Sänger ist Ian Astbury. Ich versuche dann mal die CD und den Streamer zeitgleich zu starten. So, wir hören die CD und jetzt schalte ich einfach mit der Fernbedienung um auf den Streamer. Na, nicht ganz zeitgleich. Und wieder die CD. Und nochmal zum Smartphone. Und hier wird jetzt ohne Klimbim das Digitalsignal hier in den USB-Eingang gespeist. Machen wir ein Lied vor.